Kennst du das? Du hast ein wundervolles, zauberhaftes, süßes, schnuckeliges Kind. Das ist lebendig, das ist fröhlich und du bist so stolz auf dieses Kind. Oder du kennst jemanden, der so ist und aus unerklärlichen Gründen, egal wo ihr seid, gibt es immer nur Ärger. Und du fragst dich, wie das sein kann, weil eigentlich findest du dieses Kind wahnsinnig genial und alles, was du im Außen gespiegelt bekommst, außerhalb eurer Familie, ist grausam. Man kommt zu euch und erzählt euch was von wegen, ja, dein Kind könnte ADHS haben, dein Kind könnte krank sein, geh doch zum Arzt. Und du weißt nicht, was du glauben sollst, weil bis vor kurzem fandest du eigentlich alles ziemlich cool, was dein Kind gemacht hast und warst sehr, sehr stolz. Ja, das Thema ist nun, was tut man nun? Gehorcht man dem, was einem die Pädagogen und die Ärzte sagen, oder ist man doch noch so mutig und sucht auf anderen Wegen nach einer Lösung für das Problem? Du bist genau richtig hier, wenn du genau auf diesem Weg bist und dir andere Lösungen angucken willst, bevor du anfängst, hier mit irgendwelchen Sachen reinzugehen, die du nicht kennst und von denen du auch manchmal nicht so Gutes gehört hast. Bei vielen hilft's, bei manchen nicht. Was ich allerdings für sinnvoll finde als Expertin für ADHS-Kinder, Kinesiologin und Reflextherapeutin ist, sich erstmal anzugucken, könnte das was mit frühkindlichen Reflexen zu tun haben? Was haben also ADHS und frühkindliche Reflexe gemeinsam und was haben sie miteinander zu tun? Nun ja, ab dem Zeitpunkt, als das Kind geboren ist, nein, eigentlich schon vorher, ab dem Zeitpunkt, wo das Kind gezeugt wird, fängt ja die Entwicklung des Embryos im Mutterleib an. Und so eine Schwangerschaft ist nicht unbedingt immer optimal, eine Geburt noch weniger und die ersten 3 Jahre sind manchmal richtig grausam. Und die Frage ist, was macht das mit dem Kind, das in der Mutter drin ist, dem Kind, das auf die Welt kommt unter suboptimalen Bedingungen? Und was macht das mit dem Kind, das eben auch die ersten 3 Jahre sich entwickelt zu Hause und manches Mal diverse Entwicklungssprünge überspringt? Hier kommen wir zum Thema frühkindliche Reflexe. Frühkindliche Reflexe sind in erster Regel dazu da, sie heißen Stellreflexe und sie sind dazu da, dass das Kind laufen kann. Deswegen gehen wir Eltern immer zur U-Untersuchung und fragen den Doktor, ob nun alles in Ordnung ist. Er macht seine Tests und alles ist wunderbar. Was jedoch die wenigsten Leute beachten, ist die psychische Ursache hinter den Reflexen. Das heißt also, während sich ein Reflex ausbildet, bildet sich da parallel ein Stress aus, ist dieser Reflex in Zusammenhang mit einer stressigen Situation im Kind gewachsen und wird dadurch ständig wieder zum Vorschein kommen. Und in sehr, sehr vielen Fällen von der ADHS-Diagnostik ist es eigentlich so, dass das ADHS schon manchmal im Mutterleib anfängt, weil dort eben während der Schwangerschaft schon Sachen gelaufen sind im Bauch der Mutter, die das Kind in seiner Entwicklung gehemmt haben. Es gibt so 18 Stellreflexe und wenn der eine oder der andere in dem Zeitraum von der Entstehung da ein Stress drauf gekommen ist, dann kann das sein, dass, wie sage ich es meinen Klienten immer, ja, dass die Sicherung durchbrennt im Sicherungskasten und dass dann alles schwarz wird. Und so kann es passieren. Ich als Reflextherapeutin, ich setze da an, wo das Kind schon entsteht, im Mutterleib, und habe hier die Möglichkeit, die psychischen Traumata oder sonstigen Themen, die dort der Mutter und dem Kind oder einem von beiden passiert sind, wieder zu glätten. Das heißt also, ich entstresse das System des Kindes
Und dadurch ist es möglich, dass es sich ganz normal entwickeln kann, so wie jedes andere Kind, das keinen Stress hatte in der Zeit. Wenn du diese Info wertvoll gefunden hast, dann schreib mir doch unten einen Kommentar, wie das bei dir so war. Laut Studienlage ist es wohl ziemlich oft so, dass das ADHS schon im Mutterleib oder bei der Geburt anfängt. Und wenn das bei dir Thema ist oder bei einem deiner Bekannten oder in deinem Familienkreis, dann ist das ein sehr, sehr guter Ansatz, den man mit wenig Aufwand gehen kann, um dann weiterzuschauen, ob das ADHS noch da ist oder ob es verschwunden ist, wie bei anderen Klienten, die über Nacht auf einmal in die Schule gehen und vorher monatelang die Schule verweigert haben, oder die auf einmal anfangen, Entwicklungsschritte nachzuholen, die überhaupt babyhaft sind, wie zum Beispiel an den Ärmeln zu nuckeln oder so. Das sind alles Zeichen, dass da etwas übersprungen wurde. Und wenn das nachgeholt wird und entstresst wird, dann kann das nur von Vorteil sein für euch. Das wünsche ich euch so sehr. Wenn ihr möchtet, dann klick doch einfach hier unten. Ich verlinke dir meinen Online-Kalender und da kannst du dich gerne informieren, ob du vielleicht mal Lust hast, dich darüber auszutauschen und abzuchecken, ob das auch was für euch wäre, was man ausprobieren sollte, bevor man sich für andere Sachen entscheidet. Ich freue mich auf euch. Tschüss!